Kommen wir zum Schluss zu einem schöneren Thema, denn jetzt wird es romantisch. Wie zeigen die Wellensittiche ihre Zuneigung oder Freude? Einige dieser Verhaltensweisen kennt ihr schon aus meinen vorherigen Videos zu dem Thema, wie das Partnerkraulen. Das gegenseitige Köpfchenkraulen ist das stärkste Zeichen von Zuneigung und Wohlbefinden. Das festigt die soziale Bindung ungemein und ist ein riesengroßer Vertrauensbeweis, wenn ihr das mit euren Fingern am Köpfchen des Wellis tun dürft. Füttern bzw. Hochwürgen von Futter. Ein ganz besonderer Liebesbeweis. Das Männchen füttert das Weibchen oder die Küken. Häufig ein Grund für Übergewicht bei den Hennen, denn sie lassen sich von mehreren Hennen füttern. Allerdings kann das Hochwürgen von Körnern auch ein Zeichen für eine Kopfentzündung sein oder eine solche begünstigen, wenn der Vogel zum Beispiel sein Spiegelbild oder Spielzeug füttert. Eigentlich eher ein Problem bei Vögeln in Einzelhaltung, aber ich habe das zuletzt auch bei einigen Vögeln in meinem Schwarm gesehen, die keinen festen Partnervogel haben. Wenn dein Welli sein Schwanzgefieder schüttelt, ist er superglücklich, zum Beispiel wenn er dich sieht und begrüßen möchte. Kopfwippen, Kopfnicken, rhythmische Kopfbewegung, oft begleitet von Schnatterlauten und Gesang. Das ist pure Lebensfreude. Auch beim Balzspiel oder im Gesang zeigen die Wellis es. Augenblitzen, Stecknadelpupillen. Die Pupillen ziehen sich rhythmisch zusammen und weiten sich wieder. Das ist das Zeichen für extrem gute Laune. Ein Welli fühlt sich pudelwohl oder er ist stark erregt, weil er gerade seinen Partnervogel anbalzt. Melodischer Gesang. Wellis sind richtige Sänger. Männchen zwitschern ausgelassen, um ihre Freude auszudrücken oder ihren Partner zu bezirzen. Auch Weibchen singen, oft mit einer erkennbaren Melodie. Der laute melodische Gesang zeigt dem Schwarm, geht es gut. Es ist alles in bester Ordnung. Doch beim Balzverhalten wird es erst so richtig spannend. Der Balzgesang unterscheidet sich deutlich vom melodischen Singsang, der am Morgen, abends oder nachmittags von den Vögeln zu hören ist. Er ist schneller, aufgeregter und auch etwas aggressiver. Mit dem trällernden Gesang geht meist ein Klopfen auf Sitzstangen oder Spielzeug einher und der Körper wird zur Schau gestellt. Meist versuchen die Hähne größer zu wirken und plustern sich auf bzw. stellen ihr Kopf- und Nackengefieder auf. Paarungsbereitschaft signalisieren die Hennen übrigens mit einer speziellen Geste. Sie legen den Kopf nach hinten und senken ihren Hintern, den Schwanz nach oben gebeugt. So kann der Hahn sich einfacher auf die Henne setzen. Das sogenannte Puscheln ist ebenfalls Teil einer gesunden Wellensittichbeziehung. Die Vögel putzen das Gefieder des Partners an schwer erreichbaren Stellen, wie dem Kopf- und Nackengefieder. Die gegenseitige Gefiederpflege ist ein großer Vertrauensbeweis und ist meist nur bei engen Beziehungen, langjährigen Paaren zu beobachten. Futter als Liebesbeweis. Die Hähne bringen den Hennen Futter. Und ja, die Hennen können da ganz schön wählerisch sein und das Futter annehmen, den Partner aber abweisen. Klassisch. Am vielfältigsten sind die Paarungsdynamiken, natürlich in kleinen und großen Schwärmen. Hier findet oft ganz großes Drama statt, denn die monogamen, lebenslangen Beziehungen, die viele Vögel angeblich haben, sind selten. Englische Forscher aus der viktorianischen Zeit haben hier ihre eigenen Moralvorstellungen auf die Wellensittiche angewandt. Klar, auch unter Wellies gibt es die ganz große Liebe, aber es werden auch Affären gepflegt. So ist meine Henne Sky zwar fest mit Max zusammen, aber sucht auch Kontakt zu den anderen Hähnen im Schwarm und sogar zu meiner anderen Henne Emma, die allerdings eher irritiert reagiert, wenn Sky versucht, sie anzubalzen. Lesbische Beziehungen sind auch eher selten unter Wellies. Denkt an den Zickenkrieg. Schwule Paare bilden sich dagegen ohne Probleme und sind manchmal sogar stabiler. So sind die Wellensittiche, die ich aus anderen Haushalten übernommen habe, alle schwul, weil sie ohne Hennen gehalten wurden. Kirby und Yoshi sind zusammengeblieben, obwohl sie auch immer mal wieder mit den anderen Hähnen im Schwarm flirten. Vor allem mit meinem Lutino Emily und der Henne Sky. Und die 3 Hähne aus Hessen, Toffee, Easy und Krümel, haben sich in ihrer Dreiecksbeziehung eingelebt. Traurig und einer Telenovela-Story würdig ist Emilys Liebesleben. Der gelbe Hahn hatte um die Gunst meines Hahns Felix gekämpft. Der dicke, gemütliche Halbstandard-Wellensittich war zunächst gar nicht begeistert, als der kleine neue Hansi-Bubi-Wellensittich ihm nachstellte. Aber schließlich gab er nach und es entwickelte sich eine stabile Beziehung. Vor ein paar Jahren ist Felix dann aber plötzlich verstorben und Emily war allein. Zum ersten Mal schloss er sich einer Henne an, meiner Emma, die auch schon einen Partner verloren hatte. Dann kam das Drama. Ich holte einen neuen jungen Hahn in den Schwarm, Nick, und der warf direkt ein Auge auf Emma, die leider treulos wie die Damen manchmal so sind, Emily verließ.
Nun ist der kleine gelbe Hahn verzweifelt auf der Suche nach einem neuen Partner und flirtet mit fast allen Hähnen im Schwarm. Selbst mit Nick, also scheint er nicht nachtragend zu sein oder eine perfide Strategie zu verfolgen. Ihr seht, das Liebesleben der Wellensittiche ist ebenso kompliziert wie bei uns Menschen, und es reicht nicht, ihnen einfach einen neuen Partner vorzusetzen. Denn ein erzwungenes Zusammenleben ohne echte Bindung kann zu Frustration führen und sogar in mächtigem Streit ausarten. Hier ein paar Tipps, was ihr tun könnt, wenn die Vögel sich so gar nicht vertragen. Wenn nur noch gestritten wird und sogar Blut fließt, solltet ihr die Vögel trennen. Ich hatte einen Wellensittich, Ocean, den ich in Pflege genommen hatte. Der konnte sich gar nicht in den Schwarm einfügen und hat die älteren Wellis nur durchs Vogelzimmer gejagt. Wenn es gar nicht passt, müsst ihr erwägen, den Vogel wieder zum Züchter zurückzubringen oder ihn bei anderen Vogelhaltern abzugeben. Manchmal passt es einfach nicht. Es wäre Tierquälerei, die Vögel auf Biegen und Brechen aneinander zu gewöhnen. Gib den neuen Vögeln und deinem alten Schwarm aber genügend Zeit, um sich aneinander zu gewöhnen. Es kann mehrere Wochen dauern, bis ein Neuankömmling in den Schwarm integriert wird. Ich habe mir angewöhnt, nach einem Todesfall nicht direkt einen neuen Vogel zu holen. Ich warte meist etwas und nehme dann ein Paar oder mehr in den Schwarm auf. Damit habe ich bisher gute Erfahrungen gemacht, denn dann sind die Vögel nicht ganz allein und können sich noch gegenseitig unterstützen. Meist läuft eine Integration auch harmonischer ab, wenn der Altersunterschied nicht so groß ist. Junge wilde Wellensittiche können mit einem älteren Schwarm und seinem gemächlichen, routinierten Alltag meist wenig anfangen und finden keinen Partnervogel. Apropos routiniert. Sorgt für stabile Routinen. Das minimiert den Stress und Neuankömmlinge können sich schneller an einen geplanten statt chaotischen Alltag gewöhnen. In den meisten Tiergeschäften oder bei Züchtern werden die Vögel auch immer zur selben Zeit geweckt worden sein und Futter bekommen haben. Wenn ihr beim Licht etc. mit Timern arbeiten könnt, ist das natürlich von Vorteil. Was tun, wenn Vögel gemobbt werden? Das ist häufig ein Problem von älteren Wellis oder Wellensittichen mit Handicap. Mein Hahn Maya hatte Spreizbeine und war deshalb leichte Beute. Er wurde häufig von Emily weggejagt und leider auch von meinen Hähnen Kirby und Yoshi missbraucht. Damit solche dramatischen Erfahrungen sich nicht wiederholen, solltet ihr die Vögel konsequent trennen. Entweder zeitweise, wie ich es bei Maya gemacht habe, oder ihr solltet darüber nachdenken, den Handicapvogel separat zu halten. Das ist zwar nicht ideal, verschafft dem Vogel aber meistens Linderung. Ich bin nicht dafür, die Vögel wegen ihrer Behinderung abzugeben. Wenn ihr aber mit der Haltung überfordert seid, ist das der beste Weg. Manchmal kann es auch helfen, einen neuen Partnervogel zu suchen, der ebenfalls ein Handicap hat oder einen älteren Mentor, der den kleinen Welli beschützt. Maya hatte sich Felix dafür ausgesucht. Deswegen auch die Spannungen mit Emily, die einfach eifersüchtig war, dass Felix sich um einen anderen Wellensittich als ihn kümmerte. Das Verstehen der komplexen Verhaltensmuster unserer Wellensittiche ist der Schlüssel zu einem erfüllten und artgerechten Zusammenleben. Von den Grundlagen ihres sozialen Schwarmlebens über die subtilen Anzeichen von Stress und Angst bis hin zu ihrem Liebesleben. Jeder Aspekt ihrer Kommunikation bietet uns wertvolle Einblicke in ihre Bedürfnisse und ihren Gemütszustand. Ich hoffe, dieses Video hilft euch dabei, eure Wellensittiche noch besser zu verstehen und ihnen ein harmonisches Leben im Schwarm zu ermöglichen. Wenn ihr Fragen zu dem heutigen Thema habt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. Ihr könnt übrigens mit euren Fragen oder Themenvorschlägen weiterhin Einfluss auf neue Videos nehmen. Bis zum nächsten Mal.